Eine atemberaubende Naturkulisse weit hinter dem Polarkreis. Ich hätte nicht gedacht, dass sowas auf der Welt überhaupt möglich ist. Es ist wunderschön. Eine einzigartige Inselgruppe mit einzigartigen Menschen. Chipohoi! Malerische Fischerdörfer, irgendwo zwischen Trendsettern und Tradition. Very, very good fish. Extremsport trifft auf Entspannung. More sugar. Ein Leben von und mit der Natur. Also ich hatte noch nie Heimweh. Willkommen im Norden Norwegens. Willkommen auf den Lofoten. Onstad im Nordwesten der Lofoten. Das nördlichste Surferparadies der Welt. Im Herbst bekannt für seine großen stabilen Wellen, im Sommer perfekt für Anfänger. Anis Bousriba ist hier der Surfcoach, heute für eine Gruppe aus der Schweiz. Ich habe ein bisschen Angst, aber das geht. Elodie Maridor ist mit ihren Freundinnen angereist. Etwa 200 Kilometer über dem Polarkreis. Das Wasser ist hier selbst im Sommer selten wärmer als 11 Grad Celsius. Erstmal Trockenübung am Strand. Ganz langsam mit mir zusammen. Ein bisschen schneller. Dann kommt der Druck. 1, 2, 3, Hände auf Brusthöhe und dann langsam hochdrücken. Das rechte Bein hoch und den hinteren Fuß. Sehr gut. Nochmal von vorne. Dieser Bewegungsablauf muss sitzen. Erst dann geht's in die Fluten. Er beherrscht das aus dem FF, hat das Surfen im Blut. Lokalmatador Anker Franzen. Der 23-Jährige hat den örtlichen Surfwettbewerb schon mehrfach gewonnen. Seinen Eltern gehört das Surfcamp im Ort. Die erste Welle zu schaffen, das ist ein verrücktes Gefühl und ganz viel Adrenalin natürlich. Ich erinnere mich noch an meine erste Welle, die ich gestanden habe. Das war verdammt cool. Ich mache das jetzt schon so lange, das ist einfach ein Lebensstil, ein Zeitvertreib. Aber es ist auch ein Entfliehen aus dem Alltag. Wenn ich im Wasser bin, ist alles andere unwichtig. Elodie und ihre Freundinnen sind startklar. Ihr Surflehrer optimistisch. Ich verspreche euch, 10 Minuten und ihr werdet auf dem Board stehen. Wenn ihr auf mich hört. No. Yes, 10 minutes, if you listen to me. Und tatsächlich, es dauert ein paar Versuche, dann sieht es schon fast nach Surfen aus. Aber das ist sehr cool. Surfen auf den Lofoten. Längst kein Geheimtipp mehr. Nicht nur Wassersportler haben inzwischen die Lofoten für sich entdeckt. Jedes Jahr ziehen die Berge der Inselgruppe Kletterfans aus aller Welt an. Eines der Kletterwahrzeichen thront mehr als 300 Meter über Svolvær, der Hauptstadt der Lofoten. Der Felsen mit seinen 2 Spitzen wird hier liebevoll die Ziege genannt. Vegard Wittstennis bringt als Kletterguide mehrmals täglich Touristen auf die Spitze des Wahrzeichens. Das hier ist ein besonderer Ort, nicht einfach nur eine Kletterroute. Eine Dreiviertelstunde dauert es, die Stufen bis zur Ziege zu erklimmen. Wunderschön. Was für ein toller Ort. Jedes Mal, wenn ich hier ankomme, fühlt es sich an wie eine Last, die von meinen Schultern fällt. Ich bin einfach im Hier und Jetzt. Gleich geht's los. Rock'n'Roll. Zeit zu klettern. Die Steilwand ragt ab hier 60 Meter in die Höhe. I'm ready.
Ich habe mit 14, 15 Jahren angefangen zu klettern. Ich habe die Natur schon immer geliebt. Als ich 20 wurde, habe ich festgestellt, dass man das auch als Beruf machen kann. Und jetzt stehe ich hier, arbeite als Kletterguide. Ein Traum, der wahr geworden ist. Und ganz oben ein traumhafter Blick auf eine einmalige Inselgruppe. Die Lofoten, das sind für mich tolle Menschen, eine starke Gemeinschaft und eine wundervolle Natur. Ich würde sagen, hier leben viele glückliche Menschen, die ihrer Leidenschaft nachgehen. Künstler, Fischer, Kletterer und Naturliebhaber. Also eine Kombination aus ganz verschiedenen Menschen, die diesen Ort so magisch machen. Im Osten der Lofoten, früh am Morgen. Jeden Tag fährt Fischer Gay Halvard Nielsen raus in den Raftsund, eine Wasserstraße am Rand der Lofoten, oft alleine. Heute ist seine Frau Mercedes dabei. Nach ihr hat er auch sein Boot benannt. Wir haben heute 3 Netze. Wir holen zuerst das raus, das am weitesten weg ist. Bis zum ersten Netz ist es gut 1 Stunde Fahrt. Gestern hatte ich am Ende 216 Kilo Fisch. Es ist jedes Mal spannend, die Netze einzuholen. Man weiß nie, was drin ist. Since I was a child, I always liked to be at the sea. Seit ich ein Kind bin, liebe ich das Meer. Das Fischen habe ich von meinem Vater und meinem Onkel gelernt. Mein Vater kaufte uns damals ein kleines Boot, damit wir selbst rausfahren können. Gay und Mercedes lernten sich über gemeinsame Freunde kennen. Ursprünglich kommt sie aus Mexiko. Eigentlich bin ich zum Urlaub machen nach Norwegen gekommen. Natur, Berge und so. Und dann haben wir uns kennengelernt und es hat gepasst. Mercedes blieb und arbeitete die ersten Jahre auf Gays Boot. Inzwischen arbeitet sie in einem Hotel, fährt nur noch selten mit raus. Die Arbeit auf dem Boot ist wirklich hart, vor allem als Frau. Gerade das Einholen der Netze. Aber wenn man eine Arbeit mag, dann ist alles möglich. Das erste Netz ist erreicht. Es war über Nacht hier draußen und muss jetzt hochgezogen werden. Wir haben hier erstmal 250 Meter Seil, bevor wir an das Netz kommen. Aber kurz bevor das Netz an der Oberfläche ist, gibt es ein Problem. Das Seil ist verdreht, das muss ich erstmal entheddern, bevor das Netz rauskommt. Denn ein verdrehtes Netz wäre ein Problem. Das könnte den Zeitplan ordentlich durcheinander bringen. An manchen Orten auf den Lofoten scheint Zeit hingegen keine Rolle zu spielen. Hier gibt die Natur den Rhythmus vor. Ein Alltag fernab von Hektik und Eile. Na komm! Laubstadt im Osten der Lofoten. Hier haben Jacqueline und Mirko Steinkraus aus Greifswald vor 12 Jahren ihr neues Zuhause gefunden. Also ich
hatte noch nie Heimweh. Nee, auch nicht. Einen einzigen Tag. Nee, einen einzigen Tag bereut. Nein. Wir können zum Beispiel die Nordlichter vom Bett aus sehen und die Elche auch vom Bett aus sehen. Ja. Also wir brauchen da nicht mal für aufstehen, kannst du sagen. Nein, und, wir sitzen im Bett oder liegen im Bett und können da dabei... bezahlen andere Leute viel Geld für, ne? Wenn man so, um da zu sehen, was wir vom Bett aus sehen können. Den beiden gehört nicht nur das Haus, sondern auch ein Drittel des Berges dahinter. Und den Strand haben sie auch fast vor der Tür. Nicht unbedingt zum Baden, eher zum Abschalten. Weil wir hier die Ruhe gefunden haben. Ich habe meine Ruhe gefunden, meine innere Ruhe gefunden. Ja, ich bin nicht mehr so rastlos und angekommen. Die Menschen, die Mentalität, die Natur um uns herum, zu jeder Jahreszeit, egal wie das Wetter ist, finde ich es faszinierend. Jeder Strandbesuch ist für Jacqueline immer auch eine Schatzsuche. Hier findet sie Naturprodukte für ihre große Leidenschaft, das Entwerfen von eigenem Schmuck. Jeder Strand ist anders. Jeder Strandabschnitt hier auf den Lofoten hat seine Muscheln und seine Naturschätze. Also ich weiß ganz genau, wo ich eigentlich wohin muss, um bestimmte Materialien zu finden. In Deutschland arbeitete Jacqueline als Krankenschwester. Doch der Job brachte sie an ihre Grenzen. In Norwegen wagte sie einen Neuanfang. Alter Job, neue Umgebung. Erst 4 Jahre Oslo, dann Lofoten. Mit reduzierten Stunden und wieder mehr Zeit für sich und ihre eigene Schmuckwerkstatt. Das ist ja hier so mein kleines Königreich. Und hier schalte ich ab. Ne? Also hier ist die Tür zu und dann beim Schleifen und dann gehen mir 1000 Gedanken durch den Kopf und wieder 1000 neue Ideen. Erst hat sie genäht, Seifen produziert. Doch hängen geblieben ist sie beim Schmuck. Ich bin total glücklich. Ich habe genau das gefunden. Es ist genau die richtige Kombination für mich, um nicht die Freude an der Arbeit zu verlieren. Und also ich möchte theoretisch nichts verändern. Mittlerweile hat sie sogar ihren eigenen Laden. Und da landet auch die fertige Muschelkette. Also wenn nicht irgendwas passiert, dann gibt es für mich keinen Weg zurück. Also wir denken auch darüber nach, dass wir die norwegische Staatsbürgerschaft annehmen. Also das ist jetzt der nächste Schritt dann eigentlich. Jacqueline ist angekommen und ihre Kunst auf den Lofoten gefragt. Morgen soll sie auf einem Markt im Nachbardorf ihre Ketten und Ringe verkaufen. Ein bisschen abseits der Hauptverkehrsstraße der Inselgruppe. Hier steht eine von nur 2 Tischlerwerkstätten der Region. Lorenzo von Holzen kam vor 6 Jahren aus der Schweiz hierher und brachte das Handwerk mit auf die Lofoten. Als ich damals vor 6 Jahren nach Norwegen ging, wollte ich eigentlich nur für 3 Monate weg sein. Und jetzt sind es 6 Jahre bald. Und zurück ging ich nie. Lorenzos Möbel sind inzwischen in der ganzen Region beliebt. Sein aktueller Auftrag: ein Einbauschrank für ein abgelegenes Haus, das nur schwer zu erreichen ist. Also müssten wir alles produzieren, sodass wir es auf dem Boot transportieren können. Und das ist ab und an ein bisschen herausfordernd, weil wir dann auch nur liefern können, wenn das Wetter passt. Und ich werde circa nach 3 Sekunden auf dem Boot seekrank. Also sind es nicht meine Lieblingsmontagen, wenn ich da raus aufs Wasser muss. Einen festen Abgabetermin, den gibt es nur auf dem Papier. Verzögerungen sind hier ein Qualitätsmerkmal. Hier ist so ein bisschen, die Leute verstehen, dass halt gewisse Sachen Zeit brauchen. Und das probieren wir auch im Betrieb ein bisschen durchzusetzen, dass wir das Ganze ein bisschen, dass wir den Zeitdruck möglichst probieren, ein bisschen rauszuhalten, weil es vielfach halt zu einem Kompromiss führen muss, den ich möglichst nicht eingehen will.
Vor kurzem ist Lorenzo in ein kleines Haus in der Nähe seiner Werkstatt gezogen. Zusammen mit seiner norwegischen Frau und dem 1,5 Jahre alten Alfred. Zum Abendessen soll es heute Kartoffel-Apfelsalat geben. Ein Familienrezept. Lorenzos Frau Nelly kam in der Corona-Pandemie aus Oslo auf die Lofoten. I had quite a period of time where I really felt like I couldn't live here. Am Anfang hatte ich immer wieder Phasen, in denen ich dachte, ich kann auf den Lofoten nicht leben. Es war zu viel Wetter und zu wenig Familie. Vor allem, als ich mit Alfred schwanger war. Ich war so weit weg von zu Hause. I felt so far away from home, kinda, even though this is my home now. Aber die Lofoten sind ja schon mein Zuhause. Und als wir das Haus hier gefunden haben, da hat sich das dann verändert. Ich musste einfach ein Zuhause finden. Ein Ort, an dem Alfred aufwachsen kann. Und das hier ist der Ort. Und in diesem Haus wartet noch viel Arbeit auf Lorenzo und Nelly. In den kommenden Monaten wollen sie ihr Zuhause von Grund auf renovieren. Die Lofoten, ein Naturparadies, egal wo man hinschaut. Wilde Felsformationen treffen auf verträumte Fischerdörfer. Und mittendrin eine faszinierende Tierwelt. Auf der Inselgruppe leben etwa 25.000 Menschen. Und er ist einer von ihnen. Ich bin Rolf, der Skipper für heute. Ich zeige euch heute die Gegend. Henningsvær war früher das größte Fischerdorf Norwegens. Es gab hier 69 Fischfabriken. All diese Gebäude, die ihr in der Nähe des Hafens seht, waren verschiedene Fischfabriken. Heute sind nur noch 3 davon übrig und jetzt gibt es dort Galerien und Cafés und so weiter. Wer einen Trip bei Rolf Mollnes bucht, der bucht automatisch auch immer ein bisschen Heimatgeschichte mit. In Henningsvær wohnen gerade mal 500 Einwohner. Rolf ist ja aufgewachsen. Seit 30 Jahren fährt er mit dem Boot raus. Heute geht's mit einer Gruppe Touristen auf Seeadler-Safari. Sie haben hier so einige Gebiete. Ich kenne die mittlerweile. Ich denke, die Chance ist groß, sie heute zu sehen. Die schroffen Klippen der Lofoten. Beste Bedingungen für die Seeadler. Hier sollen sie kreisen. Zwischen Bergen und Meer. Die Könige der Lüfte. Schaut mal da, ein Seeadler. Die Seeadler bleiben immer im selben Revier, solange sie es verteidigen können. Da haben sie meist 3 oder 4 Nester, manche auch sehr hoch und an verschiedenen Stellen. Es ist wie eine Jagd. Man hat irgendwann ein Auge dafür. Du kannst sie spüren, wenn sie in deiner Nähe sind. Oder man sieht was aus dem Augenwinkel und ist sich erst nicht sicher. War da was? Ja, es macht einfach Spaß. Etwa 600 Stunden verbringt Rolf jedes Jahr auf See. Im Winter meist auf der Suche nach Orcas, im Sommer nach Seeadlern. Die Seeadler faszinieren mich immer noch. Ich mag sie sehr. Dann geht's zurück nach Henningsvær, wo heute ein anderer Geist herrscht als noch in Rolfs Jugend. Es ist heute einfach ein komplett anderer Ort. Es gibt mehr Arbeit für Frauen, das ist gut. An vielen anderen Orten, die keine Touristen haben, ziehen die Menschen weg. Aber Henningsvær wächst, das ist gut. Touristen. Für Rolf werden sie immer bedeutender.
Und es werden immer mehr. Auch hier im Surfcamp Unstad. Das merkt auch Lokalmatador Anka Franzen. Die Lofoten sind immer beliebter. Es ist verrückt. Früher waren hier im Sommer vielleicht 1, 2 andere Surfer. Jetzt gerade ist es hier nicht so voll, aber an manchen Tagen sind hier 50 bis 100. Deshalb haben Ankas Eltern ein altes Schulgebäude im Ort gekauft und zu einem Surfhotel umgebaut. Heute ist ihr Hotelcafé ein angesagter Besuchermagnet. Ein Grund, die Zimtschnecken von Ankas Mutter, Marion Franzen. Wenn man etwas richtig Leckeres machen möchte, dann braucht man viel Butter und Zucker. Das ist mein Geheimnis. Das Einzige, was besser ist als Butter, ist noch mehr Butter. Bis zu 400 Zimtschnecken produziert Marion jeden Tag. Das Rezept habe ich von meiner Großmutter, aber ich glaube nicht, dass sie es erfunden hat. Denn Norwegen war sehr arm, bevor wir die Erdöllotterie gewonnen haben. Und niemand hätte damals so viel Butter und Zucker benutzt. Ein weiteres Geheimnis ist, wie man die Zimtschnecken rollt. Eine perfekte Zimtschnecke braucht 7 Lagen. Und wir klappen das Ende drunter, damit die Füllung drin bleibt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Perfekt. Marion Franzen ist hier aufgewachsen. Ihr Vater war einer der ersten Surfer in Norwegen. Nur die schönsten werden die weltbesten Zimtschnecken. More sugar. Perfekt. Die weltbesten Zimtschnecken, wie Marion ihr Gebäck nennt, haben ihren Preis. Umgerechnet 10 € kostet eine von ihnen. Augen zu und Zahlen bitte. Du hast eine bestellt, du bekommst 2 von mir. Marion Franzen hat früh erkannt, dass die Lofoten zu einem Touristen-Hotspot werden können und hat sich mit ihrem Surfcamp darauf eingestellt. Die Lofoten sind viel professioneller geworden. Ein richtiges Touristengeschäft mit mehr Qualität und ausgebildeten Guides. Es ist der größte Spielplatz der Welt. Hier kann man alles machen. Die Lofoten als Spielplatz. Das hat auch er für sich entdeckt. Eilert Nikolaisen hat hier vor einigen Jahren begonnen, seinen Vorgarten umzubauen. Manche sagen, du lebst nur einmal, aber ich sage, du stirbst nur einmal. Du lebst jeden Tag. Also versuche ich, jeden Tag zu leben. Mitten in seiner kleinen US-amerikanischen Kulisse weit hinter dem Polarkreis. Eilert ist Frührentner. Sein Hobby begann vor einigen Jahren mit der Faszination für amerikanische Autos. Aber das war nur der Anfang. Ich habe zu meinen 3 Töchtern und meiner Frau gesagt, dass sie mich stoppen müssen, weil das verrückt ist. Aber die haben gesagt, mach, bau es. Sie kennen mich halt. Er hätte es wohl ohnehin getan. Und so entstand sein neuestes Bauwerk. Es liegt in Sichtweite zum Vorgarten vor Anka. Ich wollte schon immer ein großes Piratenschiff. An dem Tag, an dem du aufhörst zu spielen, wird man ganz schnell alt. Und ich versuche jeden Tag so viel zu spielen wie ein Kind, solange ich kann. Aus einem alten Rettungsboot eines Kreuzfahrtschiffes hat der ehemalige Ingenieur sich sein eigenes 12 Meter langes Piratenschiff gebaut.
Wahrscheinlich einzigartig auf den Lofoten und zudem voll funktionsfähig mit Motorantrieb. Hier kann ich steuern. I ring the bell. Ship ahoy! Jedes Einzelteil an Bord hat Eilert auf Flohmärkten zusammengesammelt oder selbst gebaut. Einfach im Internet bestellen, das will er nicht. Und ohnehin, die Lieferzeiten auf den Lofoten betragen Wochen. Down south you have everything so narrow. Unten im Süden ist alles so nah verfügbar. Du bekommst alles, was du willst, im direkten Umkreis. Und hier oben brauchen wir Stunden, um irgendwas zu besorgen. Ich glaube, das macht die Menschen hier kreativer. In ein paar Wochen möchte Eilert das erste Mal mit seinem Piratenschiff in See stechen. – 30 Kilometer weiter östlich, am Rande der Lofoten. Sie starten gleich mit einer zweitägigen Kajaktour. Konstantin Sergejenko kommt aus Osnabrück. Er leitet diese ganz besondere Expedition. Heute ist der Plan, dass wir von hier oben einmal den ganzen Raftsund runter paddeln, bis in den Trollfjord und vor dem Trollfjord auf der Insel Brakoja unser Nachtlager errichten. Ein langer Paddeltag, wir machen 1-2 Pausen. Ich habe hier 1-2 Strände, die ich letztes Jahr ausgelassen habe. Die möchte ich prüfen, ob da Müll ist. 2. Das Konzept seiner Tour: die Kajaktruppe wird dort Müll sammeln, wo normale Schiffe nicht hinkommen. Eine Paddeltour also mit Umweltgedanken. Das hat auch Carmen Walter sofort überzeugt. Es ist ihre Lofoten-Premiere. In ein paar Monaten soll sie selbst hier als Tourguide arbeiten. Was ich erwarte, ist wunderschönes Wetter. Ich meine, das haben wir. Und ich würde sagen, ja, die Landschaft ist einfach nur krass. So, es ist einfach nur schön. Und es wird auch spannend, so für mich als Praktikantin jetzt das erste Mal, ein bisschen Gruppenleitung mit zu übernehmen. Ich bin gespannt. Alles muss ins Kajak. Essen, Trinken, Zelt, Schlafsack, Klopapier. Abenteuer pur. Heute, wenn wir uns nach rechts, nach links schauen, sind wir Menschen, die uns gerade kennen. Wenn wir uns wieder verlassen, werden wir ganz andere Leute neben uns sehen, sie viel besser kennenlernen. Und deswegen lasst uns gemeinsam durchstehen. Wichtig ist es manchmal nicht, komplett bereit zu sein, sondern sich bereit zu fühlen. Deswegen, lasst uns losgehen. Jo. Hooray, hooray. 2, 1. Drücken gerade und los. Wir haben heute wirklich Glück, die Lofoten von ihrer schönsten Schokoladenseite her zu sehen. Also das ist sehr selten, dass wir Sonnenschein, keine Wolken haben. Wie gesagt, ich habe ja auch schon Sturm und Wetter erlebt, aber heute ist einfach ein Geschenk der Götter. Carmen, ready? Dann los. Yep, ich habe das Teil. Go. Dann geh du mal zur Gruppe und ich komme gleich nach. Ich habe das Kajaken in der Uni angefangen und ich finde es mega stark. Also ich habe richtig Spaß auf dem Wasser. Ich finde, es ist eine unglaubliche schöne Möglichkeit, die Natur noch mal ganz anders zu erleben, als wenn man jetzt wandern geht. So auf dem Berg und vom Wasser aus hast du einen tollen Blick. Und es ist eine tolle Erfahrung, anzufangen mit Tourguide zu sein. Gleich zu Beginn der Tour wartet eines der größten Bauwerke der Lofoten, die Raftsundbrücke. 711 Meter lang, 54 Meter hoch. Es ist erst der Anfang einer beeindruckenden Kajaktour, die Carmen und die anderen noch an ihre Grenzen bringen wird. Das verdrehte Netz von Gay und Mercedes muss Stück für Stück von oben entheddert werden. Das dauert.
Dann ist es endlich soweit. Der Moment der Wahrheit. Und gleich zu Beginn ein Volltreffer. Die sind die teuersten. Seeteufel. Dafür bekommt man einen echt guten Preis. Rund 100 norwegische Kronen, umgerechnet fast 9 Euro, bekommt Gay pro Kilo für einen ausgenommenen Seeteufel. Die Fischerei ist neben dem Tourismus die Haupteinnahmequelle auf den Lofoten. Das Netz ist ganz schön fest. Das ist echt schwierig. Mercedes bevorzugt vor allem Rotbarsch. Den hier mag ich am liebsten. Der ist gut. Der Fisch hier gehört zur Kabeljau-Familie. Das erkennt man am Bärtchen. Alle Kabeljauarten haben diesen Bart. Und jeder Kabeljau ist ein guter Fisch. Der Kabeljau, auf Englisch Cod, hat Gay schon einen Spitznamen eingebracht. In Ipswich in England, da nennt man mich den Codfather. Der Spitzname entstand, als über Gay ein Artikel im Magazin seines Lieblingsvereins, dem britischen Fußballclub Ipswich, erschien. Darin nannte man ihn den Codfather. Und das möchte Gay für immer bleiben. Ich will das so lange machen, wie ich lebe. Guckt euch meinen, ich sag immer, Büroausblick an. Die Natur, wunderschön, ich liebe das. Ich will nichts anderes mehr machen. Ich bleibe Fischer für den Rest meines Lebens. Die geleerten Netze gehen zurück ins Meer. Seit 7 Stunden sind Gay und Mercedes jetzt schon auf dem Wasser. Die Rückfahrt wird mindestens noch eine weitere Stunde dauern. Kurz vor dem Ziel ein letzter Zwischenstopp. Die gefangenen Fische werden noch auf dem Wasser ausgenommen. Ja, es ist eine normale Tagesausbeute. Für diese Jahreszeit bin ich zufrieden. Insgesamt ist heute Fisch für rund 6.000 Kronen, also 500 Euro, ins Netz gegangen. An richtig guten Tagen kann es auch mal das Vierfache sein. Der Fang von heute geht jetzt zum Großhändler. Morgen wird Gay wieder rausfahren und wieder auf einen guten Fang hoffen. Der Hafen Svolvær, wo einst Fisch in Kühlhallen lagerte, lockt seit 20 Jahren ein besonders kalter Ort Touristen an. Die Magic Ice World ist nach eigenen Angaben Norwegens erste dauerhafte Eisausstellung. Gianluca Benedetti arbeitet seit 2 Jahren im ewigen Eis, bei -5 Grad Celsius. Er kam während der Corona-Pandemie aus Italien auf die Lofoten. Gleich öffnet die Eiswelt. Man muss gucken, dass nichts auf dem Fußboden liegt, nichts kaputt ist. Wir hoffen immer, dass nichts ist. Alles klar, wir können öffnen. Am Anfang beginnen wir mit großen Eiswürfeln. Die werden dann mit Wasser zusammengeklebt, nur mit Wasser. Die Künstler arbeiten hier in der Galerie bei -5 Grad und da wird Wasser ruckzuck zu Kleber. Wie man hier sehen kann, hier wurden verschiedene Blöcke zusammengeklebt. Bei dieser Skulptur sind es, schwer zu sagen, bestimmt 35 bis 40. Das ist schon sehr beeindruckend. Very impressive statue.
Jedes Jahr kommen Eiskünstler aus der ganzen Welt, bauen neue Skulpturen oder bessern alte aus. Ich finde, je mehr man über diesen Ort hier weiß, desto spezieller wird er. Wenn man das erste Mal hier ist, weiß man ja nicht, wie das alles hier entsteht, wie die Künstler hier arbeiten. Aber wenn man die Geschichte dahinter kennt, dann ist es großartig. Aber keine Figur hier hält ewig. Deshalb wird die Eiswelt auf den Lofoten schon in ein paar Monaten ein neues Gesicht haben. Henningswehr. Das traditionsreiche Fischerdorf ist nicht nur für seine farbenfrohen Häuser bekannt. Gut 500 Einwohner leben hier. Die kleinen Cafés, Werkstätten und Galerien ziehen Kunstliebhaber aus aller Welt an. Viele, vor allem junge Besucher, kehren dann auch hier ein, in die Trevare-Fabriken. Die alte Fabrik hat schon einiges erlebt. Hier wurden früher Möbel hergestellt, Garnelen geschält und Lebertranöl produziert. Heute ist die Trevare-Fabriken ein hipper Kulturtreff. Mit Hotel, Bar, Café, Disco, Sauna und Yoga. Vor 10 Jahren hat der Norweger Martin Hjalla mit seinem Bruder und Freunden das ungeschliffene Juwel entdeckt. Per Zufall im Urlaub. Ich glaube, mein Bruder hat irgendwie gesagt, er hat sowas gesagt wie, wir können das Gebäude hier nicht kaufen. Also das müssen wir tun. Also wir wussten nicht, was wir damit tun sollen, aber wir können diese Gelegenheit können wir uns nicht durch den Fingern fallen lassen. Und dann haben wir gesagt, okay, dann kaufen wir das. Für knapp 200.000 € waren die Studierenden auf einmal Fabrikbesitzer. Ihre Geschäftsidee: einen Treffpunkt schaffen für Einheimische und Touristen, mitten auf den Lofoten. Und nur so viel verändern wie nötig. Historischer Charme im modernen Look. Die große Inspiration dazu, oder Teil der Inspiration, kommt wenigstens aus Berlin, würde ich sagen, tatsächlich. Weil wir haben ja, ein paar von uns haben tatsächlich auch in Berlin früher gelebt. Aber wir haben auch gedacht, von der Geschichte her, der Raum, die Wände, also das ist alles so grob, das hat alles so viel Patina, das erzählt ja, wie das Leben hier war, irgendwie hart, früher. Und das möchten wir auch irgendwie weiter vermitteln. Und so ist die umfunktionierte Fabrik heute auch ein bisschen Denkmal und Museum. Das ist ja hier der Dorschleberraum. Das sind die alten Tranleberöl, wie sagt man, Fässer. Und da war ja dann Dorschleber drin und dann hat man Dampf unter Druck aufgesetzt und dann kam eben medizinischer Dorschlebertran. Als Kind kriegt man dann immer so eine, wie sagt man, einen kleinen Löffel schon, aber der war immer zu groß irgendwie, der Löffel, mit Dorschlebertran. Mittlerweile hat Martin immer mehr internationale Gäste, die sich auf den Weg machen, auf die Lofoten. Ich glaube, die Welt hat Lofoten auch ein bisschen mehr entdeckt als so Destination das Jahr herum. Man kann wirklich jetzt in jeder Saison kommen und irgendwas erleben. Deswegen öffnet die Trevare-Fabriken inzwischen nahezu das ganze Jahr. Ab und zu muss man sich auch ein bisschen so im Arm pieksen, um wieder sich daran zu erinnern. Das ist irgendwie schwer zu erklären. Das ist ja sozusagen unser Kind, unser gemeinsames Kind. Und dieses Kind ist erwachsen geworden und das wird regelmäßig gefeiert, auch heute Abend. Eine Band aus Oslo soll in ein paar Stunden auftreten. Noch ist nicht klar, wie viele Gäste das Konzert anziehen wird. Nur wenige Gehminuten von der Trevare-Fabriken entfernt liegt das Fußballfeld von Henningswehr. Es ist eines der beliebtesten Fotomotive der Lofoten, jedenfalls aus der Vogelperspektive.
Immer wieder taucht es auf der Liste der schönsten Spielorte der Welt auf. Also anche noi facciamo la scuola. Die Fußballerinnen vom FK Svolvær trainieren auf dem Kunstrasenplatz hier immer wieder mal vor großen Turnieren. Oder im Winter, wenn ihr eigentlicher Platz voller Schnee ist. Für Leute von außerhalb ist das hier vielleicht noch ein bisschen außergewöhnlicher als für uns. Aber es ist schon wirklich schön hier, auch der Ausblick. Es gibt auf den Lofoten viele schöne Orte wie diesen. Wir kennen es nicht anders, aber es ist wirklich hübsch hier. Fußball ist auf den Lofoten richtig populär. Jonetta Johansen hat schon mit 5 Jahren angefangen. Inzwischen ist sie eine der Führungsspielerinnen im Team und Vizekapitänin. Fußball macht mir einfach Spaß. Außerhalb der Schule ist das der Ort, wo ich am meisten Zeit verbringe, Freunde treffe. Das ist quasi mein Zuhause. Obwohl hier so wenige Menschen leben, lernt man hier auf dem Fußballplatz immer noch neue Leute kennen. Das ist toll. 7 Mannschaften spielen in der lokalen Frauenfußballliga. Fahrzeiten bis zu 4 Stunden sind normal, also schwierige Bedingungen, um Profifußballerin zu werden. Aber unmöglich ist es nicht, weiß auch Trainer Benjamin Lyngmo. Ja, es ist möglich. Wir haben ein paar Spielerinnen aus Svolvær, Cecile Andreasen zum Beispiel. Die spielt jetzt bei Rosenborg in Trondheim und in der Nationalmannschaft. Und auch bei den Männern gibt es ein paar Nationalspieler. Also es gibt schon einige große Spieler von den Lofoten. Fußball ist ein super wichtiger Teil meines Lebens. Ich liebe es zu spielen. Aber ich will kein Profi werden. Hier in diesem Club fühle ich mich wohl und hier spiele ich, bis ich mit Fußball aufhöre. Und wer nun mal auf den Lofoten Fußball spielt, darf eben auch auf diesem Feld ran. Im Mitsommer sogar Tag und Nacht. Karibik-Feeling im arktischen Norwegen. Ein spektakulärer Kontrast zwischen dem strahlend türkisblauen Wasser und den schroffen Bergen. Und das rund 200 Kilometer nördlich des Polarkreises. Ein Erlebnis auch für Nachwuchs-Kajak-Guide Carmen auf ihrer Tour. Es ist bereits später Nachmittag. Das nächste Ziel: ein Strand, an dem sie Müll sammeln möchten. Zeitdruck haben sie nicht, denn im Sommer geht hier für einige Wochen die Sonne auch nachts nicht unter. Wir gehen mal zum Strand rein, Leute, und schauen mal, ob der Müll da liegt. Also bitte alle mal in den Strand anpaddeln, ruhig mit Schmackes, mit der Schnauze im Sand landen und aussteigen. Auf, auf! Hoppala und runter. Oh, es ist so schön. Aber natürlich werden wir auch langsam müde. Also man merkt schon, wir haben schon, glaube ich, so 16, 17 Kilometer jetzt bestimmt. Dauert noch ein bisschen, bis wir dann ankommen am Campspot, aber es ist einfach schön. Kurzes Briefing von Outdoor-Guide Konstantin und dann geht's auf Müllsuche. Wir können halt sehen, bis wohin das Wasser hier gehen kann. Und jetzt schauen wir mal, was das Meer uns alles angespült hat. Und falls was, machen wir jetzt ein Cleanup. So. Der Hammer. So ein Glück mit dem Wetter. Es dauert nicht lange und die Gruppe wird fündig. Fischernetze, Styropor und anderer Plastikmüll. Ich mache jetzt mir ein Foto hier, notiere das, schicke das zu den Insel St. Boat-Leuten. Und wenn die hier vorbeikommen, lande ich hier mit einem Arbeitsboot mit Rampe, ziehen das runter und holen es ab. Alles, was Sie hier finden, wird auf einen Haufen gelegt und die GPS-Daten an die Partnerorganisation geschickt. Die holt den Müll dann mit einem kleinen Spezialboot ab.
Für den Transport mit dem Kajak ist es einfach zu viel. Fündig werden sie heute an jedem Strand. Immer wieder Müll, der hier nicht hingehört. Ich habe das Projekt angefangen, weil ich einfach eine deutsche Bierflasche hier umgefunden habe und dachte, wow, wie kann das sein? Ich finde auch schade, dass wir mit unserem Bewusstsein in unserem jetzigen Jahrhundert immer noch nicht dazu erzogen sind, Müll einfach in den Mülleimer zu schmeißen, den Mülleimer nachher wirklich in eine Deponie zu bringen, wo es verwertet wird, sondern dass es nachher wirklich einen Ausweg findet hier in die Natur. Und das finde ich schade. Und deswegen machen wir auch diese Touren hier, um Leuten zu zeigen, wie Müll auf die Natur Einfluss hat. Nach dem Arbeitseinsatz kommt das Vergnügen. Ein paar Minuten Entspannungsbad im arktischen Wasser. Dann geht's weiter. Bis zum Nachtlager sind es noch ein paar Kilometer. Für Carmen hat sich der Ausflug schon jetzt gelohnt. Ich glaube, ich kann es auch ganz gut für mein Studium nutzen. Ich studiere Umweltbildung. Und dann davon auch zu berichten zu Hause. Weil ich wusste es, ich kann es davor auch noch nicht. Ich glaube, meine Freunde kennen es auch nicht. Vielleicht auch meine Freunde zu motivieren, dann mal auf so eine Tour mitzugehen. Jetzt haben sie uns Hallo gesagt. Es ist halt so, dass die Welt einfach so den Leuten durch meine Augen zeigen möchte. Genau diese Gefühle hier, die man bei solchen Anblicken erlebt. Am späten Abend wartet der Höhepunkt des Tages, der Trollfjord. Umsäumt von bis zu 1100 Meter hohen Bergen. Der Name Trollfjord leitet sich von den Zauberwesen ab, die einer Sage nach hier ihr Unwesen trieben und immer noch in den Felsen zu sehen sein sollen. Es ist total berührend. Also wir haben gerade schon drüber gesprochen, dass wir fast anfangen zu weinen, weil es so berührend ist. Und man kann die Trollgesichter in den Felsen sehen. Ich hätte nicht gedacht, dass sowas auf der Welt überhaupt möglich ist. Es ist wunderschön. Nach 23 Kilometern und 9 Stunden Paddeln ist Tag 1 geschafft. Mittlerweile ist es Mitternacht und noch immer hell. Richtig toller Tag, aber ich bin jetzt auch ordentlich geschafft und froh angekommen zu sein. Und es ist wunderschön zum Zelten hier. Ich hoffe, wir werden gutes Essen haben und gut schlafen. Ein paar Stunden Ruhe hat sich die Kajakgruppe verdient. Morgen früh geht's dann weiter. Früh am Morgen. Jacqueline ist auf dem Weg ins Nachbardorf. Dort findet heute ein traditionelles Dorffest statt. Der perfekte Ort, um ihren Schmuck zu verkaufen. Das ist so eine kleine Konkurrenz auch zwischen verschiedenen Dörfern. Wer ist der Beste? Wer hat die meisten Aussteller? Wer ist besser organisiert? Wer hat das längste Kuchenbuffet? Alles so eine Sachen. Guten Morgen, Marit! Ja, Tag! Ja, so bra. Jeder Aussteller hat einen kleinen Pavillon bekommen. Inzwischen ist auch Jacquelines Mann Mirko dazugekommen. Der ganze Stand muss noch aufgebaut werden. Ich räume das jetzt erstmal aus, Mirko, dann haben wir die Kisten von den Füßen weg. Ne? Guten Tag. Ja. Ach, danke nochmal für letztens. Gern. Ich habe die Kette seit Weihnachten um. Sehr schön. Wir sprechen uns später. Viel Erfolg heute. Jacqueline kennt hier fast jeden.
Ihr Schmuck ist auf den Lofoten bei Einheimischen und Touristen beliebt. Der Ring ist so cool. Ja, es kommen noch mehr Modelle. Marit Holm-Nielsen hat den Markt hier organisiert. Ich bin total glücklich, dass sie hier mitmacht. Sie ist eine von uns. Und sie hat so schöne handgemachte Sachen. Sie ist wunderbar. Und es ist toll, sie hier auf dem Markt zu haben. Good to have her around. Zu dem Markt haben sich auch etliche Oldtimer aus der Region angemeldet. Das ganze Dorf ist auf den Beinen. Und Jacqueline Stand, der ist inzwischen richtig gut besucht. Ich lege flüssiges Silber über das Blatt, brenne alles bei 800 Grad, dann ist das echte Blatt verschwunden und es bleibt eine Kopie in Silber. Es läuft sehr gut, ja. Also es war jetzt schon keine, wir sagen immer so eine Nullnummer, ja. Und es ist ja auch schön, wenn es dann Leute auch kaufen, die man auch noch kennt und die sich auch dann noch so freuen. Das freut mich dann auch. Hier auf den Lofoten hat sich Jacqueline mit ihrer Kunst einen Lebenstraum erfüllt. In der Trevare-Fabriken in Henningsvær laufen die letzten Vorbereitungen für das Konzert am Abend. Die Band Mall Girl ist extra aus Oslo angereist. Rund 20 Stunden Anreise mit Auto und Fähre. Doch das lohnt sich, sagt Sängerin Bethany Forsyth Reichberg. Ich denke, es ist eine Mischung aus den Menschen und der Natur. Und die Tatsache, dass jeder hier eine tolle Zeit haben will. Und hier gibt es tolles Essen, tollen Wein. Ein bisschen Hedonismus ist dabei und natürlich Sport. Ich finde, es ist eine gute Kombination aus dem, was die Leute mögen. Feiern, aber gesund. And being healthy. Sollen wir mal alle zusammen? Das Konzert beginnt um 22 Uhr. Bis dahin müssen alle Stühle noch an die Wand gestellt werden. Gleich geht's los. Aus allen Ecken der Lofoten sind Besucher nach Henningsvær gekommen. Irgendwas Richtiges hat man wenigstens gemacht, denke ich. Leute kommen hin, haben eine gute Zeit, genießen es. So soll es ja sein. Das macht mich schon stolz, aber auch irgendwie auch beeindruckt, dass Leute uns irgendwie finden. Ja. Für Bethany und ihre Band heißt es jetzt Showtime. Did you ever dream of more when it felt untouched? Oh, how I long for the Midwest. That's where I lay my head to rest. Where I find my answer
Es war richtig cool. So viele junge Menschen hier in Henningsvær. So eine junge Gemeinschaft. Wir sind richtig dankbar. Man weiß ja nie, wie viele zu einem Konzert kommen. Wir hatten schon Orte, wo nur 5 Leute kamen. Aber heute, das war einfach großartig. Absolutt spill nok en gang. Sveldan. Good morning. Welcome to the thing called life. Der Morgen nach dem anstrengenden ersten Kajaktag. Good morning. Don't you let it pass you by. Er beginnt direkt wieder mit Müll sammeln. Zuletzt war Konstantin vor einem halben Jahr mit einer anderen Gruppe hier. Und das Problem ist, dass hier diese kleinen Fasern zerfallen weiter zum kleinen Mikroplastik und bleiben dann für ewig im Ökokreislauf. In den Weltmeeren später nachher wieder auch mal zu uns Menschen, was dann zurückkehrt. Das ist auch ein sehr, sehr, sehr trauriges Schauspiel, was man sich mit anschauen muss und womit man einfach leben muss mit dieser Konsequenz, was wir Menschen hier verursachen. Carmen hatte noch mit viel mehr Müll hier gerechnet. Wir haben jetzt heute gar nicht so viel gefunden, was ziemlich gut ist. Erst dachte ich so, schade, irgendwie finde ich gar nichts, aber es ist ziemlich gut, dass wir nichts finden. Ja, deshalb ist es okay. Ich glaube, es würde mich sehr frustrieren, wenn wir mehr finden würden. Der Müll kommt zu dem Reifen, der auch nicht an diesen Strand gehört. Noch ein Foto für die Partnerorganisation, die den Müll dann in ein paar Tagen per Boot abholt. Weiter geht's. Mitten durchs Seeadlergebiet. Für Carmen gehen 2 intensive Ausbildungstage zu Ende, nach mehr als 40 gepaddelten Kilometern. Eine Zeit, die sie so schnell nicht vergessen wird. Also körperlich bin ich ziemlich erschöpft, so wie viele andere auch. Aber ich finde es auch schade, wieder zu gehen. Also weil ich fühle mich hier wohl auf dem Wasser, ich fühle mich wohl in den Fjorden, in der Mitte von wunderschönen Bergen. Aber ich weiß, dass ich wiederkomme, deshalb ist es auch nur ein Auf Wiedersehen und kein Tschüss auf immer. Carmen wird schon bald zurückkommen für ein neues Abenteuer auf den Lofoten, diesem besonderen Inseljuwel.